Macht hoch die Tür! Mehr Spielspaß dank zu öffnenden Türen an Containermodellen. Ich vergleiche heute 5 Anbieter. Das Lineup besteht aus einem 40 Fuß Container von Aurora Miniatures, einem ebenfalls 40 Fuß langen Container von PT Trains, einem 20 Fuß Container von IGRA, der auch schon mal mit Reedereien bedruckt im Handel war, derzeit aber nur als blauer oder gelber Baucontainer erhältlich ist, einem 20 Fuß Container von Pico und einem 20 Fuß Container von Märklin aus dem Startup-Sortiment. Bei allen Containern öffnen sich die Türen wie im Original, jeweils ein Flügel nach links, einer nach rechts. Bei allen bis auf Märklin. Dort klappt die Tür nach unten auf. Ja klar, ist Startup, aber warum? Zumal sich die Tür nicht mal in eine befahrbare Rampe verwandelt. Es bleibt weiterhin ein Höhenunterschied. Auch bei den Maßen fällt vor allem das Märklin-Modell negativ auf. Es ist vor allem zu breit, vermutlich den nicht runden, sondern elliptisch geformten Containerzapfen geschuldet. Die anderen 20er im Test sind so lala. Lediglich die Modelle von Aurora und PT Trains sind ausgesprochen maßstäblich. Beim Pico-Modell kommt erschwerend hinzu, dass die Aufnahmen für einen Transport auf einem Wagen natürlich den sehr eigenwilligen Standards der Sonneberger folgen. Wie auch der Märklin-Container sind diese dann ohne Umbauaufwand erstmal nur für Wagenmaterial aus dem jeweils eigenen Hause brauchbar. Eins kann man dem Märklin-Modell aber nicht nachsagen, dass die Tür zu leicht aufgehen würde. Hier passiert auch bei nicht ganz tadellos verlegten Gleisen nichts, sollte der Container mal auf einem Wagen verladen unterwegs sein. Das gleiche gilt für Pico. Auch hier schließen die Türen fest, allerdings ist die Front nicht plan. Die Türen fallen zur Mitte hin leicht nach innen. Ein Problem, das man bei PT Trains nicht kennt. Die Türen schließen fest und plan. So fest übrigens, dass ich bevorzugt die Bodenplatte herausnehme und die Türen von innen aufdrücke, weil das deutlich leichter geht. Überraschenderweise ist das beim Aurora-Modell, das auf den ersten Blick von der Konstruktion her dem PT Trains-Modell sehr ähnlich ist, nicht der Fall. Kippt man den Container, folgt die Tür einfach der Schwerkraft. Weil das ausgerechnet hier so aussieht, als würde ich den Container Richtung Tisch schütteln, hier nochmal eine weitere Aufnahme, zusammen mit einem PT Trains Container. Auf beide wirken also in etwa die gleichen Kräfte. Es gibt übrigens davon auch nur diesen einen Versuch. Denn danach wollte sich die Tür gar nicht mehr schließen lassen. Übrigens kein Einzelfall. Ich habe 10 dieser Container, das Problem tritt bei jedem auf, sobald man die Tür ein erstes Mal geöffnet hat. Gänzlich wie ein Fähnchen im Wind verhalten sich die Türen bei IGRA. Auch ist der Container in seiner Gesamterscheinung mit den sehr tiefen Sicken durchaus gewöhnungsbedürftig. Alle anderen Modelle geben ein deutlich gefälligeres Bild ab. Allen voran natürlich die Modelle von PT Trains und Aurora, die sehr nahe am Original sind. Damit geht der erste Platz ganz klar an PT Trains. Nicht nur, weil er in allen Einzeldisziplinen vorne mit dabei ist, sondern auch, weil es von diesem Container noch Varianten als 20 Fuß und als Open Top gibt, die auch alle zu öffnende Türen und im Falle der Open Top auch abnehmbare Planen für maximalen Spielspaß haben. Allerdings wollen die Modelle einigermaßen vorsichtig behandelt werden. Für den Einsatz im Kinderzimmer eignet sich daher eher das Pico-Modell, da es weit weniger filigran ist. Auf Platz 3 landet schließlich IGRA, vor allem auch deshalb, weil sich die anderen beiden Teilnehmer im Feld selbst disqualifiziert haben. Märklin durch die nicht nachvollziehbare Ausführung der Tür, Aurora, weil die Türen nicht das halten, was sie versprechen. Und da geht es gar nicht so sehr um das sehr widerwillige Schließen oder leichte Öffnen, sondern vor allem darum, dass die Scharniere brechen, teilweise sich sogar der komplette Klappmechanismus löst. Auch das kein Einzelfall, ich habe einen weiteren Aurora-Container, der genau das gleiche Problem hat. Und alle wurden mit Samthandschuhen angefasst. Somit ist das eigentlich nette Gimmick der zu öffnenden Türen bei den Aurora-Modellen meiner Meinung nach nicht nutzbar. Bei allen anderen Anbietern hingegen schon.